Wir sind hier auf dem Motovlog-de. Da gehört sowas dazu. Was hast du erwartet? Dass da einer ganz überrascht, dass da einer mit der Kamera rumläuft. Das gibt's Einfach ja so, gar ganz spontan. Die 4 leuchtet. Na denn? Marianne hat noch 200 Kilometer. Also irgendwann einmal. Ich bin heute Morgen erst gekommen. Ich bin der Lugo und ich bin auch dabei. Na denn? Schönen guten Morgen zur großen Samstagsausfahrt. Wir sind jetzt hier 9:12 Uhr tatsächlich gestartet. Und unser erster Anlaufpunkt ist gar nicht weit entfernt, das ist der historische Lokschuppen. Jetzt müssen Sie sich erstmal hinten alle sortieren. Das ist der historische Lokschuppen in Wittenberge. Gestern haben wir auch so eine kleine schöne Runde gedreht, 237 Kilometer. Und erstmal wieder runter von der Bundesstraße hier, drin in Schatten. Vom historischen Lokschuppen aus, fahren wir dann rüber nach Fehrbellin zum Mittagessen. Und wenn wir dort durch sind mit dem Mittag, geht es nochmal rüber zum ältesten Flugplatz der Welt nach Stölln, wo der alte Vielen Dank schon seine ersten Flugversuche unternommen hat. Von da aus geht es dann wieder zurück ins Hotel. Wo dann heute Abend der Grill angeworfen wird. Gestern hatten wir, wie gesagt, so eine kleine Tour, 237 Kilometer exactly waren es. Da sind wir gestern erstmal rübergefahren zum Zweiradmuseum nach Osterhausen. Das ist echt ein Besuch wert. Ja. Der Eintritt ist da frei. Das ist wirklich eine tolle Zusammentragung der einzelnen Exponate, was Vater und Sohn da auf die Beine gestellt haben. Erzählen dazu unheimlich viel und so weiter und so weiter. Da es ein relativ kleines Museum ist, ist das nicht so zeitaufwendig, ja, dass man wirklich hin kann. Eintritt ist sogar frei, aber da steht dann so eine kleine Spendenbox, da tut man dann auch gerne was rein, weil das wirklich, weil man merkt, da steckt Liebe drin. Im Anschluss ging es in die historische Stadt Tangermünde, also auch zum Mittag eingekehrt.
Es war leider ganz schön warm gestern. Heute soll es auch mal relativ warm werden, sodass das natürlich dieser kleine Fußmarsch von 300 Metern zum Restaurant doch schon zur Tortur wurde. Aber die Parkmöglichkeiten in der Altstadt sind halt echt begrenzt und muss von der Parkscheibe auslegen. Und da habe ich mir sagen lassen, ist das Ordnungsamt bei Motorrädern nicht abgeneigt, da einen Strafzettel zu hinterlassen. Anschließend sind wir noch zur Plattenburg gefahren, Norddeutschlands ältester Wasserburg. Wirklich auch ein sehr interessanter Ort. Da haben wir aber schnell einen Eiskaffee inhaliert, bevor es von da aus die letzten 28 Kilometer wieder zum Hotel ging. Und dann haben wir den Abend gestern schön bei Bierchen und gutem Essen wieder ausklingen lassen. So, und jetzt werde ich mal versuchen, mich wieder ins Mesh einzuhacken. Mal gucken, ob das klappt. Also sag ich mal, eventuell bis später. Fahrplan haben wir jetzt und jetzt fahren wir die Strecke einfach nur schön ab. Die man spätestens am historischen Lokschuppen.